Inzwischen blicken wir auf eine Historie aus über 110 Lego-Videospielen zurück, bestehend aus der Digitalisierung eigener Marken sowie den Crossovern mit unter anderem Batman, Harry Potter oder Fortnite. Doch all diese Spiele und ihr ikonischer Humor, die Bereitschaft Legos überhaupt in die Gaming-Branche zu investieren, basieren auf einem Ursprung, dem allerersten Lego-Videospiel. Wenn wir es genau nehmen, war das erste Lego-Videospiel eigentlich Lego Fun to Build für den Sega Pico, einem Kindercomputer mit Lernsoftware, das aber nur in Japan erschienen ist. Für die breite Masse machte erstmals Abenteuer auf der Lego-Insel bzw. Lego Island die bunten Plastiksteine in digitaler Form spielbar. Ein Prozess, der mit unzähligen technischen, kreativen und unternehmerischen Herausforderungen gepflastert war. Die Entwicklung von Lego Island begann nämlich bevor Industriemeilensteine wie Super Mario 64, Crash Bandicoot oder Final Fantasy VII erschienen und der 3D-Technik den Weg wiesen. Die Entwickler bei Mindscape bewegten sich also in weitestgehend unerforschten Gewässern. Und gerade aus heutiger Sicht sieht und merkt man dem Spiel das auch an. Hui, ich bin der Blitzer mit der Pizza! Unter der Haube steckt allerdings eine Wundertüte, die der Marke Lego vollends gerecht wurde. Lego Island brachte technische Innovationen mit, hatte einen Story-Modus mit Nebenaufgaben, Minispiele, Figuren mit richtigem Charakter und nicht zu vergessen ein Universum, das zwar sehr überschaubar war, aber die Fantasie einer Generation befeuert hat. Ein Spiel, das bei seinen Spielern eine solche Wirkung entfaltet hat, wie es selten in diesem Medium vorkommt und solche Eindrücke festigte, dass es auch noch annähernd 30 Jahre später in unseren Herzen weiterlebt. Willkommen auf der Lego-Insel. Hallo! Hola! Willkommen! Bienvenue! Hallo! Howdy! Yo! Und in allen Sprachen dieser Erde. Willkommen auf der Lego-Insel. Dem 1997 erschienenen Spiel liegen die Krisen zweier Firmen zugrunde, die in unterschiedlichen Bereichen tätig waren. Und das an unterschiedlichen Enden des Planeten. Hier in Europa hat Lego seinen Sitz. Eine Firma, die in der Werkstatt des Schreiners Ole Kirk Christiansen ihren Ursprung nahm und deren Name auf die dänische Formulierung Leg godt zurückgeht. Gut spielen! Seit damals und speziell seit den 1940ern, in denen man von Holz auf Plastik umschwenkte, kannte die Firma nichts als Wachstum und steigende Umsätze. Es dauerte 50 Jahre, bis sich das änderte. So souverän Lego sich auch all die Jahre gegen andere Spielzeughersteller behaupten konnte, hatten sie doch nichts dem entgegenzusetzen, dass in den 90ern zunehmend die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppe absorbierte. Kinder hatten neue, liebste Plastikklötze. Doch davor verschloss sich Lego. Als damals weltweit fünftgrößter Spielzeughersteller eiferten sie Mattel und Hasbro nach, obgleich Nintendo und Sega Platz 1 und 3 dieser Liste belegten. Sie konzentrierten sich darauf, wer die meisten Bauspielzeuge verkaufte, nicht etwa, wer Kinder die meiste Zeit beschäftigte. Etwas, das Mindscape ihnen würde beibringen müssen. Das brauchen wir unbedingt. Und das ohne den Hai geht's nicht. Gegründet in einem Vorort von Chicago in 1983 hatte sich Mindscape ein respektables Publishing-Geschäft aufgebaut und gehörte sogar zum damals elitären Kreis derjenigen, die für Nintendo verlegen durften. Als sie 1988 von The Software Toolworks aufgekauft wurden, entstanden so auch einige legendäre Mario-Lernspiele, wie Mario is Missing. Ein geografisches Lernabenteuer, das es in sich hat. Als die wiederum 1994 von Pearson geschluckt wurden, durfte die gesamte Unterfirma wieder den Namen Mindscape tragen. Ein Unternehmen, das den Druck eines signifikanten Generationswechsels zu spüren bekam. Die erfolgreichsten Titel von Software Toolworks basierten auf Lizenzen, wie eben Nintendo oder auch Star Wars, Warhammer oder worauf sonst die Kids gerade abfuhren. Um die Erfolgssträhne nicht abreißen zu lassen, galt es, neue Partner an den Tisch zu kriegen. Und wenn man an Kinder dachte,
kam einem unweigerlich auch irgendwann Lego in den Sinn. Um einen Pitch vorzubereiten, experimentierte man mit der recht neuen 3D-Technologie herum, die noch so frisch war, dass selbst ein simples Rechteck mit 6 runden Höckern, das man um 360 Grad drehen konnte, die Leute im Büro ungläubig nach Luft schnappen ließ. Um jedoch eine Firma wie Lego zur Zusammenarbeit überzeugen zu können, die berüchtigt dafür waren, Videospielideen abzulehnen, brauchte es mehr. Ein Job, den man Wes Jenkins überließ, einem Künstler aus den Software-Toolworks-Zeiten. Lego hingegen vertrat die Ansicht, dass das Erfolgsrezept ihrer Marke darin lag, dass man die Steine mit den eigenen Händen zusammenbauen kann. Echte Steine, echte Hände. Worin lag der Sinn, wenn das alles am Ende in einem Computer feststeckte? Eine Einstellung, an der sich bereits viele Entwickler die Zähne ausgebissen hatten. Doch niemand hatte bisher Wes Jenkins' Ansatz ausprobiert. Er wollte nicht die echte Welt am Computer nachbauen und wie es sich anfühlte, mit Legosteinen zu spielen. Er wollte greifbar machen, was in unserer Fantasie passierte, wenn wir mit ihnen spielten. Wie es sich anfühlte, ein Lego-Männchen in einer Lego-Welt zu sein. Das Team von Midway wurde damit beauftragt, auf der Spielemesse 1995 in New York irgendjemanden zu finden, der sich ihren Pitch anhören würde. Sie wurden fündig und überzeugten sich die Lego-Leiter hinauf, bis es nur noch die letzte Sprosse auf der anderen Seite des großen Teichs gab. Lego vertrat das Image, immer lupenrein abzuliefern. Wenn etwas nicht perfekt war, kam es nicht in die Pappschachtel, bis alles wie geplant funktionierte. In der Softwareentwicklung, vor allem zu der Zeit, lief das ganz anders. Perfekt war das schon, wenn es nur 20% der Zeit abstürzte. Ziemliche Welten, die da aufeinander prallen sollten. Aber Wes Jenkins fand sich in einem wahr gewordenen Traum wieder. Den verspielten Charakter ihres Produkts auch in ihre Arbeit einfließen lassend, traf das Team sich außerhalb des Büros zu sogenannten Ja-Meetings. Ja! Alle nahmen am Ideen-Brainstorming teil über die Elemente, die sie sich fürs Spiel vorstellen konnten. Und niemandem war es gestattet, Nein zu sagen. Die Ideen, die am nächsten Tag dann noch übrig waren, wenn alle eine Nacht darüber geschlafen hatten, wurden für Lego Island in Erwägung gezogen. Aua, die Pizza ist so heiß, dass mir das Plastik über dem Mund zergeht. Und genau so mag ich es. Die Idee, aus der Sicht eines Lego-Männchens zu spielen, funktionierte in den Köpfen der Entwickler einzig und allein in 3D-Grafik. Und die gab es zwar schon, aber primär in Form von etwas wie Doom, wo man in geschlossenen Räumen und Gängen unterwegs ist. Oder in Form eines Flugzeugs, das hoch oben über Landschaften fliegt. Eine Kombination aus beidem hielt man für unmöglich. Das Midway-Team hatte nicht einmal einen Anhaltspunkt dafür, ob es jemals jemand ausprobiert hatte, weil es kein Videospiel in der Form gab, die ihnen vorschwebte. Das Rendern von 3D-Bildern war auch damals schon geläufig. Ein Rendern in einer solchen Geschwindigkeit allerdings, dass man Gameplay damit umsetzen konnte, speziell auf dem durchschnittlichen Familiencomputer seiner Zeit, dessen Prozessor deutlich langsamer war als das, was in einer Apple Watch verbaut ist. In diese Herausforderung ist eine Menge Zeit geflossen. Dreht man in der Autowerkstatt die Teile, die man gerade zusammensetzt, würden die beim Wenden ständig wachsen und wieder schrumpfen, wenn die Mathematik dahinter nicht lupenrein war. Beim tatsächlichen Rennen mit dem Wagen merkt man dann auch die eingegangenen Kompromisse, da man das Ganze in einer dunklen Höhle stattfinden lässt, die die Ressourcen so weit schont, dass man ein tatsächliches kleines Rennspiel umsetzen konnte. Mit gigantischen rollenden Pizzen und dem noch gigantischeren, nervigsten Skelett aller Zeiten. Das Team arbeitete dabei mit einer Grafikbibliothek von Microsoft, die das Produkt gerade erst aufgekauft hatten und selbst noch grün hinter den Ohren damit waren. All die Probleme, auf die die Entwickler stießen, waren noch nie aufgekommen und die zuständigen Leute bei Microsoft mussten zusammen mit Mindscape nach einer Lösung forschen. Tatsächlich lernte Microsoft mehr von dem Lego Island Team als andersherum. Oh, das sieht aber interessant aus. Da möchte ich doch glatt einen Blick hineinwerfen. Wow. Das Holy Starter Set Deluxe hält 42 Portionen der Bestseller aus den Bereichen Holy Energy, Hydration und Iced Tea für dich bereit. Ganz ohne Zucker. Und eine Halb-Liter-Portion ist mit unter €1 deutlich günstiger als die üblichen Varianten im Energy- und Softdrink-Sortiment. Spare mit dem Code LordofNerds5 €5 auf deine erste Bestellung und unterstütze damit den Kanal.
Alles, das das Team in ihrem Spiel umsetzen wollte, wurde zunächst getestet. Allerdings nicht nur am PC, sondern auch im echten Leben. Wes Jenkins baute ein Modell der Lego-Insel nach, das so groß war, dass sie einen zusätzlichen Raum im Büro beanspruchen mussten. Wenn es eine große neue Idee gab, baute man sie mit echten Lego-Steinen nach und lud anschließend Kinder ein, um sie damit spielen zu lassen. Die Erfahrungen, die Midway in diesen Spielsessions sammelte, überraschten sogar Lego, die sich beim Ausbau ihrer Produktpalette, vor allem für Mädchen, auf andere Annahmen stützten. Wie wichtig Kinder dem Team waren, sieht man bereits bei einem genaueren Blick auf die 5 Hauptcharaktere. Die basieren auf Howard Gardners Theorie der multiplen Intelligenzen. Laut ihm gibt es keinen allmächtigen IQ, keine einfache Untergliederung in schlau und dumm. Es gibt musikalisches Talent, gutes Schreibgeschick, ein Faible für Mathematik. So viele verschiedene Dinge, die verschiedene Menschen gut können. Das führte auch dazu, dass jeder der spielbaren Protagonisten von Lego Island eine andere Intelligenz zugrunde lag. Heiße Pizza und coole Musik. Schau dir das mal an. 90 Grad, 45 Grad. Ich habe mehr Grad als ein Thermometer. Für mich ist Menschlichkeit das Wichtigste bei der Polizeiarbeit. Menschlichkeit und Respekt. Am meisten sind alle von meinem Gedächtnis beeindruckt. Ich kann mir einfach alles merken. Das habe ich mir jetzt auch gemerkt. Ich sagte eben, am meisten sind alle von meinem Gedächtnis beeindruckt. Nicht schlecht, oder? Weshalb das Mathe-Genie Peppa mit seiner Leseschwäche auch als einziger Charakter den Warnhinweis neben dem Gefängnis nicht vernünftig lesen kann. Was zwangsläufig zum Ausbruch des Steinbrechers führt. Lerne lesen. Auf diesem Schild hier steht nämlich Steinbrecher füttern verboten. Ich halte diese Pizza einfach ans Schloss und warte, bis die Dämpfe ihre Wirkung zeigen. Und schon bin ich frei. Da stand, dass Pizzazz verboten sei. Wie hätte ich das denn ahnen sollen? Kinder sollten lernen, dass auch wenn sie schlecht im Schreiben oder Rechnen sind, das nicht bedeutet, dass sie nicht das Genie der Klasse sein können. Selbst wenn jemand dir einen schlechten IQ ausstellt, kannst du ja immer noch ein musikalisches Wunderkind sein. Die perfekt zu Lego passende Botschaft lautet: Finde heraus, was genau dein Ding ist und dann bau es dir. Es ist dein Ding und lass dir von niemandem etwas anderes erzählen. Jeder Mensch trägt etwas Besonderes in sich. Hab den Mut rauszugehen und es zu finden. Bei all den Ideen, die für das Videospiel aufkamen und die an Lego weitergegeben wurden, kam es aber zu Reibereien. Die Perfektionisten bei Lego lehnten viele Ideen kategorisch ab, weil es in ihrer Lego-Welt keinen Sinn machte. Alles musste aus Stein gebaut sein. Es durften keine Seile genutzt werden zum Beispiel, weil das keine Lego-Elemente waren. Die Figuren und ihre Gliedmaßen durften sich nicht beugen und neigen, weil richtige Lego-Figuren das auch nicht konnten. Die Entwickler mussten also herausfinden, wie sie mit diesen eingeschränkten Möglichkeiten trotzdem noch Ausdruck in die Charaktere brachten. Vor allem in den vielen humoristischen Sequenzen. Ups, oh, das ist... Oh. Darum hatte ich das Das steht nicht auf der Karte. Auch Tiere wie der Papagei konnten nicht mit ihren Flügeln fliegen, weil sie nichts weiter als ein Klümpchen festes Plastik waren und bleiben sollten. Lego wollte sogar, dass jeder Nuppel von jedem Stein wie auch in echt das Lego-Logo trug. Und es war eine immense Herausforderung, sie davon zu überzeugen, dass das technisch absolut unmöglich war. Als 2001 Lego Island 2 erschien, hatten sich die engstirnigen Ansichten des Hauptquartiers aber scheinbar signifikant gelockert. Es war eine anstrengende Prozedur, weil Lego so verdammt schwer zufriedenzustellen war. Aber am Ende waren alle Beteiligten froh darüber, dass es genau so gelaufen war. Denn es machte Lego Island noch besser als alles, das das Entwicklerteam sich hätte alleine ausdenken können. Ein großes, essentielles Element, das Lego Island so erinnerungsträchtig macht, ist seine Musik. Und auch hier hat man alles gegeben, um in die Fantasiewelt der Kinder einzutauchen. Die Komponisten stellten sich jeden Tag die Frage: Wenn ich ein 8-Jähriger wäre, high auf Zucker, was würde ich hören wollen? Offenbar sowas hier. Anders als heutzutage, wo Entwickler und Publisher Hollywood-Superstars im Kurzwahlregister haben, entwickelte man sich in den 90ern erst langsam dahin, dass synchronisierte Dialoge überhaupt normal wurden. Glücklicherweise hatte Wes Jenkins eine Vergangenheit im Radiogeschäft und machte nun Gebrauch von seinem Netzwerk aus Sängern und Synchronsprechern. Die Radiovergangenheit fand übrigens ebenfalls ihren Platz im Spiel.
Wo ich auch bin, wie weit ich auch fahr, Lego Radio ist doch klar. Von Vorteil war natürlich auch, dass man quasi mit einer Lego-Hand an Türen klopfte. Jeder kennt Lego, jeder mag Lego, jeder wollte mit dir reden. Lego selbst war über die Prognose, dass das Spiel rund 2 Jahre Entwicklung erfordern würde, aber alles andere als begeistert. Das Team arbeitete nicht selten 12 Stunden am Tag, mit rund 80 Stunden in nur einer Woche. Allerdings nicht, weil sie mussten, sondern weil sie wollten oder sich in ihrer Arbeit und Leidenschaft vollkommen verloren. Sie wollten ihre Aufgabe nicht nur erledigen, sie wollten sie besser machen. Und mit dieser Einstellung motivierten und pushten sie sich ständig gegenseitig. Gemeinsam wollten sie etwas erschaffen, an das sich damals niemand sonst heranwagte. Wenn sie keinen Spaß dabei hatten, wie sollten die Kinder welchen beim Spielen haben? Um Lego bei Laune zu halten, unterteilte man das Spiel und die Entwicklung in separate Parts, die man nach und nach fertigstellte. So brachte man zum Beispiel das Jetski-Rennen zu Ende, brannte es auf CD, schickte es zu Lego und widmete sich dem nächsten Teil. Diese Methode machte das Zeitmanagement am Ende des Tages auch deutlich einfacher und vorhersehbarer. Als am 8. August 1997 die Stifte niedergelegt wurden, gab es noch eine Menge, das das Team gerne umgesetzt hätte. Doch wenn es danach gegangen wäre, hätten sie ihre Arbeit wohl nie vollendet. Dem gesetzten Veröffentlichungstermin fiel dann Feinschliff zum Opfer, wie dem weiteren Ausschmücken der doch recht leer geratenen Insel oder das Ausbessern der ziemlich sperrigen Bewegungsmechanik. Vor allem hätten sie das Spiel gerne noch auf die absehbaren, leistungsstärkeren Computer vorbereitet, die das Gameplay unkontrollierbar beschleunigen würden. Doch das schmälert kaum die beeindruckende Leistung, die sie letztlich vollbracht haben. 640 x 480 3D-Gameplay zu einer Zeit, als Konsolen 240p verarbeiteten. Das gleichzeitige Abspielen von Musik, Soundeffekten und Videos von einer 2X CD-ROM mit nicht mehr als 16 MB RAM. Ganz zu schweigen natürlich von der emotionalen Erfahrung so vieler Kinder, ihre Lego-Fantasien aus dem Kinderzimmer wahr werden zu sehen. Dummerweise sollte all die harte, hingebungsvolle Arbeit der Entwickler nicht belohnt werden. Denn Mindscape ersetzte ihren amtierenden CEO mit einem sogenannten Hatchet Man, der berüchtigt dafür war, Firmen zu zerhacken und die verbliebenen Stücke gewinnbringend zu verkaufen. Das Lego Island Team hatte ein Movie Day Ritual, bei dem sie das gegenüberliegende Kino besuchten, um sich eine gemeinsame Auszeit zu gönnen. Als sie von einem dieser Movie Days zurückkamen, warteten auf einigen Tischen pinke Benachrichtigungen. Auf einen Schlag hatten einige von ihnen einen Job, andere nicht mehr. Maßgeblich dafür verantwortlich war die Industrietradition, dem Entwicklerteam einen Bonus zu zahlen, wenn es bis zum Veröffentlichungstag im Unternehmen blieb. Besagter Bonus setzte sich durch die Einschätzung zusammen, wie viele Einheiten des Produkts verkauft werden würden. 10.000 bis 100.000 Einheiten waren ein guter bis verdammt guter Abschluss. Lego Island verkaufte 7 Millionen. Das Spiel kurbelte den Firmenumsatz 1997 quasi im Alleingang um 70% an. Die Boni wären erheblich geworden, also feuerte man das Team rechtzeitig. 2 weitere Spiele, eines davon namentlich Beneath the Lego Fantasy, waren dabei bereits in Planung gewesen mit großer Begeisterung seitens Lego. Ihren Bildungsauftrag nicht vergessen, wäre es dabei spielerisch um Ökologie und Umweltschutz gegangen. Mindscape hingegen hatte ihre goldene eierlegende Gans beäugt und entschieden, dass ihnen nach Pastete war. Wes Jenkins bekam einen Job bei Lego, auch wenn ein 2000 diagnostiziertes Herzversagen ihn schon bald zurücktreten ließ, während ein Großteil des Teams zusammenblieb und in die Entwicklung von Die Sims einstieg. Lego derweil hatte Blut geleckt und die Zukunft in Videospielen erkannt. Sie benannten eine Pizzeria in Legoland nach den Bricolinis im Spiel und eröffneten eine ganze Abteilung, die sich einzig und allein mit dem Veröffentlichen von Videospielen beschäftigte, was sie bis heute jedes Jahr erfolgreich umsetzen. Es ist nur schwer nachvollziehbar für jemanden, der heute zum ersten Mal einen Blick auf dieses Spiel wirft. Aber als Kinder haben wir damals bei einem Blick auf die kleine Insel eine ganze Welt voller endloser Möglichkeiten gesehen. Die Leidenschaft, die hinter jedem verbauten digitalen Stein steckt, sprang auf uns über und uns war Lego Island wichtig, weil wir Lego Island wichtig waren. Davon kann ich nur abraten. Die Ampel schaltet gleich um.
Ein anderes Spiel, das meine Kindheit unvergesslich geprägt hat und ebenfalls auf einer berühmten Lizenz beruht, habe ich für dich hier erneut ausprobiert. Und an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank an meine Kanalmitglieder Retrojäger, Miguel, der Patrus und Michael für euren Lord-Support.